Mit dem heutigen Tag zeichnet sich ein Vorfall ab, wie unser gesamter Planet ihn seit vielen Jahrhunderten nicht mehr erlebt hat. Zum ersten Mal seit einem Pizzadiebstahl im Jahr 1437 wird vor diesem Gericht ein strafrechtliches Verfahren stattfinden. Der Verteidiger der Angeklagten bat mich vorab darum, den Prozess mit der Verteidigungsrede beginnen zu können. Das Wort ist Ihres, Herr Butterlachs. Vielen Dank, Euer Ehren. Am Tatbestand besteht kein Zweifel. Wir alle konnten den Angeklagter Vierbein zur Last gelegten Strafbestand mit eigenen Augen beobachten. Das Rechtssystem der Maden sieht allerdings vor, dass bei jeder Straftat die Motive des Täters geprüft und falls möglich zu ihren Gunsten ausgelegt werden. Daher rufe ich nun den Zeugen Spinne in den Zeugenstand. Ihre Aussage wird mitgeschrieben. Sie sind berechtigt, die Aussage zu verweigern. Fühlen Sie sich geistig und körperlich imstande, vor Gericht wahrheitsgemäß auszusagen? Ja, das bin ich. Gut. Sie sind nach eigener Aussage Enkelsohn der Angeklagten und kamen mit ihr als Gast auf diesen Planeten, um Hilfe gegen eine feindliche Macht zu ersuchen. Können Sie uns Ihre beiden Anliegen näher erläutern? Das kann ich gerne tun, Herr Präsident. Alles fing an vor ein paar Wochen. Das erste, an das ich mich erinnern kann, sind Kopfschmerzen, heftige Kopfschmerzen. Es war genau die Art von Kopfschmerzen, bei der man weder aufwachen möchte noch einschlafen kann. Den Abend davor hatte ich mit einem Freund in meiner Stammkneipe verbracht, danach habe ich oft Kopfschmerzen. Ich vermute schon länger einen Zusammenhang. Oma Vierbein weckte mich, mal wieder viel zu früh und wir machten Mittagessen. Oma Vierbein, sag mal, welchen Tag haben wir heute? Heute ist Samstag, Spinni. Was? Freitags gehe ich doch immer saufen. Das heißt, ich habe mir die Wette um das Leben meiner Großmutter mit diesem komischen Typen nicht eingebildet? Was? Du das einfach so mein Leben ausspielen? Wenn ich es nicht schaffe, heute auf dem Versorgungsplaneten eine Antiquität zu finden, dann will er dich massakrieren. Auf dem Versorgungsplaneten? Das ist so ein Planet, auf dem es alle möglichen Rohstoffe gibt. Er versorgt uns sozusagen mit Kram, den es früher auch bei uns auf dem Spinnenplaneten gab. Plastik zum Beispiel hat man früher aus so einer braunen Matsche gemacht, die einfach so aus dem Boden gekommen ist. Das müssen tolle Zeiten gewesen sein. Ich hatte jedenfalls darum gewettet, dass ich dort eine Antiquität finden würde. Warum, das weiß ich auch nicht. Vielleicht war ich einfach zu betrunken, als ich die Wette abgeschlossen habe. Sind Sie denn fündig geworden? Das kann man so sagen. Nachdem wir eine ganze Zeit lang nichts gefunden hatten, kam irgendwann der Typ, mit dem ich die Wette abgeschlossen hatte, vorbei, um uns auf die Nerven zu gehen. Na, habt ihr immer noch keine Antiquität gefunden? Kein Wunder. Hier auf dem Versorgungsplaneten ist Leben unmöglich. Wie sollen denn hier Antiquitäten sein? Halt die Fresse, du alter Sack. Hau ab und lass uns arbeiten. Wirf das nicht, das ist Plastik. Plastik? Es stellte sich dann raus, dass das Stück Plastik ein uraltes Speichermedium für Filme war und damit eine Antiquität. Wenn wir gewusst hätten, was auf dem Film tatsächlich drauf war, hätten wir uns wahrscheinlich nicht so sehr darauf gefreut, uns mit dem Sieg in der Tasche die Videokassette anzuschauen. Hallo, Spinnen der Zukunft. Wir haben dieses Video erstellt, um euch zu warnen. Eine außerirdische Lebensform hat unseren Planeten angegriffen. Wir hätten niemals angenommen, dass so etwas überhaupt möglich ist. Ein Spion ist in das UFO der Weltraumspinnen eingedrungen und hat in Videomaterial festgehalten, mit welchem wir jetzt die Kassette überspielen werden. Unsere Geheimwaffe wird schon in 2000 Jahren fertig sein und diesen Spinnenplaneten vernichten. Zum Glück ist die Waffe erst in 2000 Jahren fertig. Wir müssen uns also keine Sorgen machen.
Uns war natürlich klar, dass wir gegen die Weltraumspinnen keine Chance haben. Die sind viel zu weit entwickelt von der Technik her. Also haben wir beschlossen, mit der Hecke Gloria, unsere Rakete, zu euch zu fliegen. Ihr seid die einzige Zivilisation, die wir kennen, die noch weiterentwickelt ist. Donnerwetter! So eine lange und gefährliche Reise nimmt man nicht ohne Grund auf sich. Zumal eure Künste als Raketenpiloten. Nun ja. Oma Vierbein ist ein hervorragender Pilot. Der Grund, dass wir hier angekommen sind, wie wir angekommen sind, ist, dass uns ein kleines Missgeschick mit unserem hochentwickelten Sauerstofffilterungssystem unterlaufen ist. Jetzt sag bloß, Spinni, du hast die Pflanzen nicht gegossen? Spinni, ich habe dich extra... Liebe Damen und Herren, danke, dass Sie sich heute hier versammelt haben. Wie ihr wisst, bekommen wir heute Besuch. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Ich habe noch nie erlebt, dass wir Besuch aus einer anderen Welt hatten. Als die elektronischen Empfangsapparate heute Morgen ihr Kommen meldeten, habe ich extra diese Versammlung einberufen, um unsere Gäste willkommen zu heißen. Und dafür, dass er diesen Empfang finanziert und möglich gemacht hat, möchte ich auch meinem Vater, dem Präsidenten des Madenplaneten Fürchtegott Dietmar Butterlachs, herzlich danken. Danke. Sie ist gestorben. Oma Vierbein ist eine Vierbeinspinne. Denen macht das nichts. Wenn die sterben, dann wachsen die einfach aus dem Nichts wieder nach. Vielen Dank, dass ihr uns gerettet habt. Wie konntet ihr so schnell reagieren? Naja, wir sind die Maden. Wir haben einen Cyborg-Planeten ausgestattet mit der modernsten Technik. Da gibt es halt ausgeklügelte automatische Abwehrsysteme. Willkommen auf dem Madenplaneten. Mein Name ist Arthur. Und das ist mein Vater, der Präsident unseres Planeten. Ach, fühlt ihr euch jetzt toll deswegen? Oma Vierbein. Kommt, ich führe euch erstmal durch die Stadt. Oh, was ist denn das? Ja, damit könnt ihr fliegen. Probiert es doch mal aus. Pah, ich brauche so einen modernen Technik-Stickstadt nicht. Unsere Zivilisation hat eine uralte Kultur. In den vielen Jahrmillionen unserer Existenz gab es grandiose Komponisten, Poeten und bildende Künstler. Ursprünglich war es nicht möglich, diese Kultur weiterzugeben, da wir Maden weder Beine noch Arme besitzen. Erst mit der fortschreitenden Technik konnte man über so Dinge wie Gedankensteuerung und Traktorstrahlenkultur digital festhalten. Um aber auch den kulturellen Errungenschaften vor dem digitalen Zeitalter zu gedenken, kann man in solchen antiken Museen jahrtausendalte Schall- und Lichtwellen auffangen und verstärken und sich so auf eine Art digitale Zeitreise begeben. Wow. Die meisten Gebäude in dieser Stadt sind tausende von Jahren alt. Wir haben schon sehr früh eine Möglichkeit entwickelt, auch unsere Architektur für immer zu konservieren. Außerdem halten wir nicht viel von Abreißen und Neubauen. Wenn überhaupt, wird restauriert. Ach ja, und dort befindet sich unser Larvenlager. Die ältesten Maden verpuppen sich und werden nach ein paar Wochen zu Dreitagsfliegen, die ihre letzte Zeit auf unserem Mond leben. Wie eklig seid ihr Insekten eigentlich? Verpuppt euch und werdet zu beflügelten Monster mit nur 6 Beinen. Wie gruselig. 6 Beine. Sie werden sich noch an unsere Kultur gewöhnen. Pah! Was ist denn das für ein riesiges Gebäude da hinten? Dies ist der Raum des schlechten Beispiels. Und das darüber sind Mietwohnungen. Im Raum des schlechten Beispiels gibt es alles Böse und Schlechte, was in unserer Welt keinen Platz hat. Das Gebäude ist vollkommen ungesichert. Bei uns gibt es kein Verbrechen mehr, also auch keine Sicherheit. Können wir jetzt endlich mit der Regierung sprechen? Wir sind nicht ohne Grund hier angekommen. Selbstverständlich sofort. Wir fliegen gleich zum Palast.
Hallo Sohn, hast du unsere Gäste schon durch die Stadt geführt? Selbstverständlich. Sie haben den Rundgang aber abgebrochen, da Sie dringend mit dir sprechen wollen. Oh, das habe ich mir schon gedacht, dass Sie die Weitreise nicht umsonst auf sich genommen haben. Kommt doch rein. Und deswegen müssen sie uns helfen, uns gegen die Weltraumspinnen zu verteidigen. So, ich kann den Ernst Ihrer Situation durchaus nachvollziehen und wäre gerne bereit, Ihnen zu helfen. Ich sehe mich angesichts dieser schweren Entscheidung allerdings in der Pflicht, darüber mit dem Parlament und dem Ältestenrat zu tagen. Dann macht mal hinne. Euer Planet macht mich schon ganz krank. Ich will noch schnell wie möglich weg von hier. Oma Vielbein. Mensch, Spinni, guck mal, wie die uns hier unterbringen. Wie die Tiere. Also wirklich. Was hast du denn, Oma Vielbein? Das ist doch echt gemütlich hier. Das ist so gemütlich. Wir haben ja Doppelbetten. Das ist ja wie in der Jugendherberge. Aber in der Jugendherberge haben sie doch bestimmt keine Betten aus Echtplastik, wie die wo an so viel Erdöl gekommen sind. Pah, das sind doch nur billige Imitate aus Rohdiamant. Das sieht man doch, Spinni. Mir reicht. Ich will nur noch weg hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Das Frühstück ist angerichtet. Ihr könnt es in euer Zimmer haben. Bei uns ist es aber üblich, gemeinsam zu speisen. Wir essen im Zimmer. Wie lange dauert es noch, bis dein Vater mit den Tagen fertig ist? Oh, da gab es leider ein paar Komplikationen. Wir haben leider soeben erfahren, dass sich alle Mitglieder des Ältestenrates in Fliegen verwandelt haben und somit nun zum Mond fliegen müssen. Ich weiß auch nicht, warum uns das so oft passiert. Die Tradition verbietet es uns nämlich, mit Fliegen zu tagen, da diese im fortpflanzungsfähigen Alter und ihre Gedanken somit nicht mehr rein sind. Die neuen Ältesten ausfindig zu machen, kann sehr lange dauern. Was? Warum denn so lange? Ihr habt doch bestimmt eine dicke Datenbank, wo alle Maden des Planeten mit Namen, Adresse und Wohnort gespeichert sind. Wir halten nicht so viel von Big Data und Totalüberwachung. Nein, die Ältesten müssen per Hand ermittelt werden. Ihr lügt, ihr habt doch nicht einmal Hände. Und was soll eine Totalüberwachung falsch sein? Ihr habt doch alle nichts zu verbergen. Oma Vielbein, reg dich ab. Du weißt doch, dass sie Traktorstrahlen und so weiter haben. Die brauchen keine Hände. Das war nur eine Redewendung. Oma Vielbein? Nein, Frau Vielbein, was tun Sie denn da? Sie verursachen ja irreparable Schäden. Oma Vielbein, hör auf! Was soll das? Oma Vielbein, was ist in dich gefahren? Das waren alles jahrtausendalte Gebäude und dazu noch Kunstwerke der Architektur. Architektur? Pah, der Architekt gehört verprügelt. Das kannst du doch den armen Maden nicht antun. Das sind auch nur Leute, die uns helfen wollen. Leute, Insekten sind für mich eine minderwertige Rasse. Die Maden haben doch nicht einmal Beine und die Fliegen haben nur 6 davon. Weißt du eigentlich, wie ekelhaft das ist? Du gibst also zu, dass du gar nichts gegen ihre Architektur hast, sondern sie nur wegen ihres Erscheinungsbilds verurteilst? Schäm dich, Oma Vielbein. Es tut mir leid, Frau Vielbein. Sie haben gegen geltendes Recht verstoßen. Sie werden vor das einzig existierende Gericht der Stadt gestellt. Weil wir schon seit vielen Jahrhunderten kein Verbrechen mehr hatten, entscheidet das eigentlich nur noch darüber, welche Videos bei YouTube auf der Startseite angezeigt werden. Hegen Sie keine Furcht, Frau Vielbein. Ich bin lange Zeit erfolgreich als Anwalt tätig gewesen und werde Sie vor Gericht verteidigen. Ja, so war das. Können Sie uns als Ihr nächster Verwandter eine Einschätzung dazu geben, aus welchen Motiven die Angeklagte gehandelt hat? Rassismus, stumpfsinnige Ignoranz und Feindseligkeit. Angeklagte Vielbein, wie äußern Sie sich zu diesen Vorwürfen? Nun, ich kann leider in allem, was mir vorliegt, nichts Entlastendes vorfinden. Sie haben mehrere denkmalgestützte Gebäude zerstört und das Leben zahlreicher Bewohner riskiert. Mehrere wurden verletzt. Ihre Motive fallen auch nicht unter die nach dem Gesetz entlastenden. Und somit muss ich Sie leider zu einem 2-wöchigen Aufenthalt im Gefängnis verurteilen. Da haben Sie sich jetzt nun einiges eingebockt, Frau Vielbein. Jetzt sitzen Sie für 2 Wochen hier im Gefängnis. Hat Sie denn der Satan geritten, solch wichtige Gebäude zu zerstören? Satan, ihr glaubt doch nicht ernsthaft an diesen Kirchenteufel Gott Hokuspokus. Also das mit dem Satan war eigentlich nur eine Redewendung. Aber die Existenz Gottes lässt sich beweisen. Das mit den Gottesbeweisen haben die auf den Spinnplaneten auch schon hingekriegt. Aber diese Philosophen haben doch ein Rad ab. Noch nie hat man ihnen mit Gott zeigen können. Wieso sollte ich also an einen glauben? Also wenn Sie wollen, kann ich Gott Ihnen zeigen.
Ich wünsche euch einen angenehmen guten Abend, meine Söhne und Töchter. Sprecht, womit kann ich euch dienen? Bist du wirklich Gott? Selbstverständlich, Tochter Vielbein. Oh mein Gott, woher kennt der Typ da meinen Namen? Tochter Vielbein, ich habe dich doch erschaffen. Die Frage war nicht an dich gerichtet. Du hast ihn aber namentlich angesprochen. Sag, wenn du wirklich Gott bist, was passiert mit uns nach dem Tod? Wir wachsen nach, das weißt du doch, Spinny. Mein Sohn, so sehr ich auch wollte, kann ich euch diese Antwort nicht preisgeben. Denn wenn ich euch sagen würde, nach dem Tod käme das Nichts, dann würde sich doch keiner mehr für die schönen Dinge im Leben begeistern können. Und sagte ich euch, die Guten kämen in den Himmel und die Schlechten in die Hölle, wer würde dann noch aus eigener Überzeugung gut handeln? Es tut mir wirklich leid, was nach dem Tod kommt, kann ich euch nicht sagen. Denn dann hättet ihr ja keinen Grund mehr, darüber zu philosophieren und selbst drauf zu kommen. Und dann hätte ja das ganze Leben keinen Sinn mehr, oder? Oh mein Gott, das ergibt Sinn. Spinny, was musst du immer über so langweilige Themen quatschen? Was sind eigentlich deine Hobbys? Wofür interessierst du dich im Allgemeinen so? Tochter Vielbein, ich bin Gott. Ich interessiere mich im Allgemeinen so für alles. Nervt dich auch so, dass die Wollepreise letzte Woche schon wieder gestiegen sind? Oh ja, das kenne ich sehr gut. Ich erinnere mich noch an die guten alten Zeiten, wo man Wolle für nur 20 Pfennig am Kiosk bekommen hat. Ja, so ist das. Wenn man Wolle braucht, steigen die Preise und steigen. Und wenn man seine alte Wolle wieder loswerden will, um sich neue zu kaufen, sind die Preise wieder im Keller. Ja, Wollpreise sind schon eine Wissenschaft für sich. Aber warum gibt es solche Dinge überhaupt? Gibt es was überhaupt? Ich meine so Dinge wie eben steigende Wollepreise oder Hungersnöte oder Michael Wendler. Spinny, ich habe euch genug Naturgesetze gegeben, die es euch ermöglichen, all diese Probleme zu lösen. Die Maden haben es richtig gemacht. Bei ihnen läuft die Herstellung von Nahrung oder Gebrauchsgütern automatisch, weswegen sie sich selbst um die Kunst, Philosophie oder Mathematik und Informatik kümmern können. Würde man auf eurem Planeten die Naturgesetze entsprechend nutzen, könntet ihr es genauso haben. Ich kann nicht immer bei euch eingreifen und Brot und Fisch vermehren. Das ist nämlich in der Form naturgesetzlich gar nicht möglich. Und was wäre ich für ein Gott, wenn ich mich nicht an meine eigenen Gesetze halten würde? Und was ist mit Oma Vielbein? Ich meine, könntest du sie umbringen? Also, wenn du wolltest? Mein Sohn, dann wäre ich ja nicht allgütig. Das wäre ein Mangel und Mängel sind nicht mit meiner Allmacht zu vereinbaren. Spinny, kannst du mal aufhören, mit dieser sinnlosen Fragerei zu nerven? Wir haben gerade ein sehr aufschlussreiches Gespräch über Wollepreise geführt. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, es gibt die Wolle ja auch immer nur in so wenig Farben. Ich habe eigentlich schon das gesamte 16-Bit-RGB-Farbspektrum verhäkelt. Meine Tochter, ich bin mir sicher, dass du noch nie mit ultravioletter Wolle gehäkelt hast. Ultraviolette Wolle? Ja, das ist eine Wolle, die nur Insekten sehen können, wegen ihres ultravioletten Farbtons. Insekten? Ich werde doch nicht für Insekten häkeln. Wobei, mit ultravioletter Wolle lässt sich so sicher einige tolle Streiche spielen. Tochter Vielbein, versuche es erst gar nicht. Bei den Maden gilt das Gymnasion als Tugend der Gebildeten, weswegen hier auch alle nackt rumlaufen. Wenn du also, wie du es vorhast, dem Präsidenten neue Kleider schenkst, um ihn anschließend mit einem aus deiner Kamera stammenden Nacktfotos zu erpressen, so wirst du damit wohl eher nicht weit kommen. Och man. Ich möchte euch nun, meine Töchter und Söhne, vielmals um Verzeihung bitten. Aber mein Anrufbeantworter zeigt wieder eine nicht in der Lebenszeit einer Spinne aussprechbaren Zahl in unabgehörten Gebeten. Ach, das macht doch nichts. Dann bis zum nächsten Mal. Amen. Amen. Wir hoffen, Sie nun in Ihrem Glauben geläutert zu haben, Frau Vielbein. Nö, ich bin immer noch überzeugter Atheist. Und hast du schon einen Plan, wie du hier wieder rauskommst? Weißt du, Spinny, du hattest recht, was die Maden angeht. So übel ist es ja doch gar nicht. Ich werde hier bedient, kann umsonst essen und schlafen. Ich sollte etwas genügsamer sein und mich mit so einer schäbigen Einrichtung zufrieden geben. Schäbig, verstehst du, Spinny, den Witz? Weil Schaben ja Insekten sind. Oma Vielbein, wenn wir nicht bald etwas machen, dann haben wir keinen Planeten mehr. Und wenn du nicht bald aufhörst, dumm zu schwätzen, habe ich keine Nerven mehr. Ich kann auch hier häkeln. Was will ich auf den Spinnenplaneten? Hier haben sie vielleicht sogar ultraviolette Wolle. Hey Butler, könntest du mir vielleicht ultraviolette Wolle besorgen? Es tut mir leid, aber aktuell sind nur 387 Farben Wolle lieferbar. Und Ultraviolett ist leider nicht dabei. Handarbeit ist bei uns Maden halt unbeliebt. Wir pflegen es, uns den freien Künsten zu widmen. Was? Nur 387 Farben? Spinny, weißt du was?
Wir müssen hier weg. Und wie willst du das machen? Ich meine, ich bin hier nur zu Gast und kann hier einfach wieder rausspazieren. Aber du? Es ist ganz einfach. Wenn ich es schaffe, mich möglichst gegen die Gefängnismauer zu pressen und mich dabei umbringe, kann ich auf der anderen Seite wieder nachwachsen. Echt? Das geht? Na klar, sag deinem Chef, dass ich ausbreche. Sehr wohl, Frau Vierbein. Okay, dann treffe ich dich auf der anderen Seite. Wo steckt denn jetzt schon wieder Oma Vielbein? Ich habe sie seit unserem Ausbruch nicht mehr gesehen. Billy, ich habe den Raum des schlechten Beispiels geplündert. Beeil dich, komm mit. Wir müssen zur Hecke Gloria. Du hast den Raum des schlechten Beispiels geplündert? Aber wozu? Irgendwie müssen wir uns doch gegen die Weltraumspinnen verteidigen. Und diese verdammten Pazifisten hätten uns wahrscheinlich nur mit ihrem blöden Hippie-Friedensgott gelabert genervt. Irgendwie müssen wir die Weltraumspinnen doch auslöschen. Aber wieso musstest du deshalb die halbe Stadt zerstören? Irgendwie musste ich doch vor denen fliehen. Da habe ich halt ein paar Mal daneben geschossen. Oh, ich glaube, sie verfolgen uns. Geben wir ihm ein paar Schüsse nach hinten ab. Oma Vielbein, die haben uns nicht verfolgt. Die sind nur ihren alltäglichen Geschäften nachgegangen. Warte deinen Atem fürs Laufen. Wir müssen jetzt schnell zur Hecke Gloria. Die Waffe ist fertig! Lass uns ins Spinnenleben fliegen! Schon heute ist diese Welt mein! Noch ein Stück nach links, Billy. Gleich habe ich den Visier. Hallo, Spinni, was hast du denn? Das fragst du noch? Wir haben gerade eben nur wegen deinen blöden rassistischen Vorurteilen die Heimat von tausenden Personen zerstört. Das waren keine Personen, das waren nur Insekten. Und von denen auch nur die Larven. Ich koche nicht immer solche alten Geschichten auf. Lass uns lieber überlegen, wie es jetzt weitergeht. Waffen! Kauft hochentwickelte Waffen! Ob jung oder alt, er hätte nicht gar niemanden abgeknallt. Waffen! Moderne Waffen einer anderen Zivilisation. Mami, ich will so eine haben. Na gut, je nachdem, was sie kostet. Jeder kostet 20. Wirst du auch gut drauf aufpassen und sie nicht kaputt machen? Ja klar, ich mach sie ganz bestimmt nicht vor Weihnachten kaputt. Na gut, dann einmal die hier mit dem verchromten Abzug. Au ja! Wenigstens haben wir bei diesem Abenteuer einiges gelernt. Ach ja, was denn? Naja. Es ist immer das Letzte. Es ist das letzte Glas Wodka ist es immer. Das habe ich jetzt gelernt. Das letzte Glas Wodka macht es dann der Kopfschmerz und dass man nicht mehr richtig nach Hause kommt. Und deshalb, vergesst, was ich eben gesagt habe. Das hier wird nicht mein letztes Glas Wodka sein. Schließlich will ich auch noch nach Hause kommen.